Hallo, in diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie man mit einer Phoenix 6 Pro navigieren kann, wie man die GPX-Dateien auf die Uhr bekommt, wie man das Ganze auch mit Komoot verbinden kann, also das heißt die Daten über Komoot einspielen kann, wie man eine Aktivität startet und wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Ich hoffe, ich kann euch damit im Video ein bisschen helfen und wünsche euch viel Spaß. Als allererstes gehe ich mal davon aus, ihr habt jetzt bei Komoot eine Route geplant. Dann könnt ihr hier auf die geplanten Routen gehen. Da habt ihr dann eine Auflistung aller eurer Routen und man hat hier die Möglichkeit, auch ohne die Komoot-App die GPX-Daten zu exportieren. Dafür gehen wir oben auf die 3 Punkte und da kann ich hier auf GPX-Dateien exportieren gehen. Dann wähle ich Garmin Connect aus und dann wird das Ganze auch schon direkt transferiert. Und dann wähle ich noch die Aktivität aus und kann dann hier direkt auf der Karte sehen, was ich geplant habe. Ich habe dann nochmal die Möglichkeiten hier rechts oben die Kartendetails zu ändern oder den Kilometer-Markierer zu setzen, also komplett eine kleine Übersicht. Auch unten, wenn ich runter scroll, sehe ich dann nochmal die Höhenmeter, die Streckenlänge und könnte theoretisch auch noch einen Zielpace konfigurieren. Das kommt aber auf die Uhr dann an. Genau, wenn das Ganze fertig ist, kann ich hier sagen Speichern und dann kann ich hier einen Namen auswählen. Also ich kann hier jeden Namen nehmen, ich kann auch den Namen übernehmen. Ich habe das Ganze jetzt mal Testlauf genannt. Und dann kann man es auf privat oder öffentlich stellen und schon ist das Ganze in der App gespeichert. Um das Ganze auf die Uhr zu bringen, also hier sehen wir eine Übersichtsliste, um das Ganze auf die Uhr zu bringen, gehe ich einfach oben auf die 3 Punkte und sage hier an Gerät senden und dann bekomme ich alle Geräte aufgelistet, die ich dann habe. In dem Fall ist die Phoenix 6, die wähle ich aus, dann sagt er hier, Sie können loslaufen. Jetzt muss die App noch einmal mit der Uhr synchronisieren, das was sie auch schon gerade macht und dann werden die Daten direkt auf die Uhr gespeichert. Wenn die Synchronisation erfolgreich war, gehen wir nun auf die Uhr und wählen eine entsprechende Aktivität aus. In unserem Fall ist es jetzt Laufen, aber es funktioniert in den anderen Aktivitäten genauso. Gehe ich hier rein, dann, wenn es offen ist, drücken wir die linke mittlere Taste etwas länger. Damit geht ein Auswahlmenü auf und hier navigieren wir einfach dann bis zur Navigation. Genau, dann wählen wir die aus. Und hier gibt es auch diverse Möglichkeiten, je nach Uhr. Und dann suchen wir uns den Punkt Strecke. Genau, dann gehen wir hier auf die Strecke, wählen die Strecke aus und dann sehen wir hier den Testlauf, den wir synchronisiert haben. Diesen wählen wir aus, indem wir rechts oben den Knopf drücken und dann wird die Strecke geladen. Und dann kann ich hier auch nochmal diverse Sachen einstellen. Pace Pro, manche Uhren unterstützen das, also das kann man quasi seine Pace festlegen, was man laufen möchte. Dann kann ich mir die ganze Karte nochmal anschauen. Dann bekomme ich eine kurze Übersicht über die Strecke, die ich laufen möchte. Ich kann die Strecke rückwärts laufen, kann mir das Höhenprofil anschauen, das ist gerade für Trailrunning zum Beispiel interessant, dann sehe ich dort das Höhenprofil, kann hier die Anstiege anzeigen lassen, das heißt, wenn ich jetzt mehrere Berganstiege habe, sehe ich immer, wie lange ich noch für einen Anstieg benötige, das wird dann automatisch gesplittet und dann gehen wir hier mal raus, dann kann ich es natürlich löschen und wenn ich auf Strecke starten gehe, dann kann ich meine Aktivität beginnen. Und man sieht hier an diesem rosanen Stück, dass da die Strecke beginnt, mein Startpunkt und dann kann ich da loslaufen. Als nächstes möchte ich das Ganze noch auf der Komoot-App zeigen. Dafür gehen wir in den Connect IQ Store und wählen hier bzw. suchen hier die Komoot-App dafür. Gehen hier dann auf die Installation gleich, aber vorher möchte ich mal zeigen, welche Geräte alle kompatibel sind. Also man sieht, hier ist wirklich eine riesen Bandbreite an Garmin-Geräten vorhanden, von den Forerunnern über Phoenix-Versionen, auch die ganzen Edge-Modelle sind hier enthalten. Also wirklich, was das Herz begehrt. Auch die älteren Phoenix 5 Versionen sind hier dabei. Dann gehen wir jetzt auf Installieren, dann hier auf Zulassen und dann wird das Ganze installiert. Dann öffnen wir die App auf der Uhr und dann bekommen wir auch die Meldung, dass wir unser Komoot-Konto mit der Uhr koppeln sollen. Und es geht auf komoot.com/connect. Und da werden wir jetzt mal direkt drauf surfen. Dann öffnen wir die Seite mal und da gibt es dann unten jetzt verknüpfen. Da drücken wir drauf und dann meldet ihr euch dann mit eurem Konto an. Dann gebt ihr hier den Code ein, den ihr auf der Uhr habt. Der sollte auch noch da bleiben, das verschwindet nicht so schnell. Und wenn ihr den Code eingegeben habt, dann müsst ihr das Ganze nur noch bestätigen. Genau, gebt ihr ein, weiter und dann schreibt Zugriff erlauben und sage ich Zugriff erlauben und dann ist erfolgreich schon euer Konto mit Garmin Connect bzw. mit der Uhr verbunden. Und da sehen wir jetzt auch schon, die Uhr ist gerade mit dem Handy verbunden, also synchronisiert und da sehen wir direkt auch schon
alle geplanten Touren. Und wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich sagen, hier die Tour offline speichern. Das heißt, die Tour wird dann synchronisiert. Da muss ich nicht hier GPX-Dateien hin und her schieben. Das geht dann direkt über diese App. Und ich kann auch, wenn ich möchte, dann direkt über diese Komoot-App die Strecke loslaufen bzw. wandern, je nachdem, was ich machen möchte. Aber ich kann das nicht empfehlen, weil die Komoot-App anders als bei der Garmin-Navigation keine Hinweise gibt. Also das heißt, sie gibt keinen Signalton, sie zeigt nur was auf der Uhr an, aber man hat leider keine Signale und keine Abbiegehinweise. Dennoch ist die App sehr hilfreich, weil ich kann hier Strecken speichern, indem ich jetzt zum Beispiel hier gehe ich in die Bergsprintstrecke rein und sage hier auf Offline und dann wird die Tour direkt auch auf die Uhr gespeichert. Und wenn ich da jetzt rausgehe und in die normale Lauf-App reingehe, von der Uhr selber, dann kann ich hier unter Navigation direkt diese Strecke auch auswählen. Das heißt, ich muss nicht mehr den Umweg gehen über das Handy, wie wir das vor am Anfang gesehen haben. Dann kann ich jetzt sagen, die Strecke und dann sehe ich hier zum Bergsprint mit der ID und dann kann ich diese auswählen und entsprechend dann navigieren. So, jetzt kommen wir gleich zur ersten Biegung. In 101 Meter. Das ist da vorne. So, und dann kommt auch der Abbiegehinweis, der Ton, einfach ein Signalton, 40 Meter. Dann sehe ich direkt auf der Karte, wo ich hin muss. Sieht man hier eine Viererkreuzung und hier auch alles drauf gezeichnet. Und da müssen wir jetzt lang. Los geht's! Ja, in diesem Bild will ich euch noch mal kurz zeigen. Jetzt stehe ich hier auf dem Feld, rechts neben uns ist grün. Und wenn wir hier auf die Uhr schauen, sehen wir auch, dass rechts neben uns grün ist und links das Feld, also der weiße Bereich. Und da ist es gerade umgekehrt. Und die rosane, lilane Strecke ist die Strecke, die wir ablaufen müssen. Und in dem hinteren Bereich, das rote, ist dann die Strecke, die wir gelaufen sind. Und der nächste Abbiegehinweis ist bei 1,02 Kilometer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, war ein bisschen hilfreich. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da oder ein Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Sport machen. Bis demnächst.